Hallo und herzlich willkommen bei Jans Tourenbuch. Die heutige Tour wurde ein bisschen von einer Nachricht inspiriert. Und zwar habe ich diese Woche gesehen, da wurde wieder mal der Forststeig beworben. Und zwar mit dem Hinweis, dass auf tschechischer Seite jetzt ein Stück Asphaltstrecke rausgenommen worden ist und dafür ein interessanter Verlauf durch den Wald gefunden wurde. Und da habe ich mir gedacht, kann eigentlich nur die Strecke von Kristin-Radek vor an die Straße, bevor man dann den Anstieg auf den Snesnik beginnt, sein. Und da habe ich mir gedacht, naja, gut, da probierst du das gleich mal aus. Und so ist die Idee zu der Tour gewesen, dass ich halt den tschechischen Teil vom Forststeig mal abgehe. Mir war klar, dass das schon ein ganz schön langer Kanten wird. Ausgangspunkt habe ich gewählt einen beliebten Punkt von mir, nämlich Rosis Hütte. Von hier aus ging es relativ direkt runter ins Tal und drüben zum Hühnerberg hoch. Und dann von da aus nach Kristin-Radek und den neuen Abschnitt. Weiter über den Snesnik nach Ostrov, weiter Richtung Tisa und dann langsam wieder den Bogen Richtung Heimat oder Richtung Rosis Hütte schlagen. Den genauen Tourverlauf seht ihr wieder in der Grafik. Was ich festgestellt habe, dass auf tschechischer Seite die Bezeichnung des Forststeigs ein kleines bisschen anders läuft. Hier hat man ja immer in relativ kurzen Abständen den gelben Strich an irgendwelchen Bäumen oder irgendwelche Pfosten mit einem gelben Strich dran. Jenseits der Grenze ist es dann eher so geregelt, dass der Forststeig auf vorhandenen Wanderwegen sozusagen mit entlang läuft, und da ist halt an Wegkreuzungen, wo sich die Bezeichnung, was weiß ich jetzt, grüner Strich zu roten Strich, dass da ein Hinweisschild ist, Forststeig, und dann dazu zum Beispiel jetzt roter Strich auf weißem Grund als Hinweis, dass man ab jetzt für den Forststeig dieses Wandersymbol praktisch verfolgen muss. Allerdings auf dem geänderten Stück direkt hinter Kristin-Radek ist jetzt die deutsche Variante sozusagen benutzt worden, nämlich es sind gelbe Striche an den Bäumen, relativ gut zu verfolgen und ja, gibt es nichts zu meckern. Heute nach einer regenreichen Nacht waren die zugewachsenen Waldwege, die dafür benutzt werden, ja, ein Garant dafür, dass man relativ schnell nasse Füße und Hosen kriegt. Aber das kann man schon mal machen. Ansonsten habe ich mich auch heute wieder verfranst, nämlich war nie aufmerksam genug und habe den Abstieg vom Snesnik verpasst und habe dann den Hauptabstieg genommen. Ja, ansonsten ist alles glatt gegangen. Bevor wir jetzt in die Tour einsteigen, möchte ich nochmal auf das Wanderwochenende, auf das jetzt im Mai ausgefallene Wanderwochenende hinweisen. Ich habe mir jetzt einen Termin für den Oktober, für den zweiten Anlauf rausgesucht, nämlich das Wochenende 17. und 18. Oktober. Also für die, die sich schon auf das Wochenende im Mai gefreut haben und da immer noch Lust drauf haben, nochmal bei mir melden. Also wie gesagt, das Wochenende mal mit vormerken.
Die Touren, denke ich, sollten die gleichen sein, die ich mir für den ersten Termin vorgemerkt habe. Ja, das dazu der langen Vorrede. Viel Spaß beim Zuschauen und los geht's. Auch wenn das Wetter nicht so vielversprechend aussah, hatte das zumindest zur Folge, dass alles in satten Farben leuchtete, was wiederum zur Folge hatte, dass ich die ersten Kilometer nur sehr langsam vorankam, weil es doch immer wieder etwas Interessantes links und rechts des Weges zu sehen gab. Kaum im Fuchsbachtal angekommen, ging es gleich wieder auf der anderen Seite hinauf Richtung Hühnerberg. Nach rund 4,5 Kilometer bin ich jetzt oben auf dem Hühnerberg und werde jetzt gleich auf den Forststeig stoßen und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Die Anlage von Christian Radek wurde 1735 als Jagdschloss der Familie von Thun errichtet. Jetzt beherbergt es ein Hotel und Restaurant. Und gleich hinter Christian Radek stieß ich dann auf den erwähnten neuen Abschnitt des Forststeigs. Und auch auf ein paar erste Pilze.
Kurz bevor man die Straßenquerung erreicht, taucht dann auch der Schneeberg zwischen den Bäumen auf. In der Ferne ist der große Schornstein im Dunst zu erkennen. Auch wenn die Fernsicht an diesem Tag nicht so gut ist, ist es doch ein imposanter Anblick. Der Turm steht seit 1864 auf dem Schneeberg und bei Fernsicht kann man hier von diesem Punkt aus bis ins Riesengebirge schauen. Den Schneeberg habe ich jetzt hinter mir gelassen. Geht noch weiter. Jetzt geht es hier runter Richtung Ostrov. Durch die Kante Felsen bei Ostrov. Und dann, mal sehen, geht es glaube ich ein Stück Richtung Tisserer Winde. Da habe ich jetzt noch gar keinen richtigen Plan, wie der Weg da belegt ist. Das wird mich überraschen. Gleich hinter Ostrov trifft man auf eine wunderbare Spielwiese mit verzweigten Gängen zwischen größeren und kleineren Kletterfelsen. Der Abschnitt zwischen Ostrov und Tisa ist sehr belebt.
Es wird erst wieder ruhiger, wenn der Forststeig Richtung Grenze abbiegt. So, hier in Bad Aibchen lasse ich jetzt den Forststeig wieder. Aber jetzt hier weiter Richtung Zeitelstein. Das war direkt an die Grenze. Ich gehe jetzt hier Richtung Grenzplatte. Sonst wird das heute zu viel. Jetzt so 23 Kilometer weg. Und ich denke mal Zähne werden es schon noch werden. Irgend sowas. Das reicht dann. Und da geht's weiter. Dort lang. Für eine Weile folgt nun der Weg dem Grenzverlauf, bevor man dann die wunderschöne Aussicht von der Grenzplatte bewundern kann. Von hier an bin ich nun wieder ein kleines Stückchen auf einem anderen Abschnitt des Forststeigs unterwegs. So. Jetzt 28 Kilometer weg. Großtal liegt hier in der Senke und das Auto steht ganz da hinten oben an der Waldkante bei Rosis Hütte. Also ich denke mal, wird schon noch eine knappe Stunde werden, ehe ich dort bin. Und dann reicht es für heute. Mit wunderbaren Weitblicken und einigen Farbtupfern gleich neben dem Weg geht diese wunderschöne Tour zu Ende. Ich hoffe, ihr seid auch bei meiner nächsten Tour wieder mit dabei. Bis dahin, tschüss und viel Spaß beim Nachwandern.